Wir hatten bereits letzte Woche kurz über die Benachrichtigungen für anstehende Livestreams im Shorts-Feed gesprochen und konnten uns eine Bestätigung von YouTube einholen, dass das tatsächlich gerade ein Experiment ist, was kurz vor dem Rollout steht, vor dem Launch sozusagen. Die Reminders in Shorts, wie sie offiziell genannt werden, werden wie von uns schon vermutet für alle Creator ausgerollt und zeigen automatisch diese Benachrichtigungsaufforderungen an. Und zwar in allen Shorts des Creators, wenn ein Stream in den nächsten 24 Stunden geplant ist zu starten. Das Experiment läuft jetzt für die nächsten 2 Wochen und wird dann nochmal in einem Post von Team YouTube zur Veröffentlichung übergehen. Das heißt, wie gesagt, 2 Wochen ist ungefähr die Testphase dafür und dann sollten wir das tatsächlich in einer breiteren Masse sehen. Gut, falls ihr Shorts tatsächlich gar nicht so sehr mögt, könnt ihr jetzt in der YouTube Standard-App, dauert auch ein bisschen, bis das ausgerollt ist, aber ihr könnt praktisch in diesem 2x2-Kästchen oben auf die Shorts klicken und sagen, ich möchte weniger Shorts sehen und dann wird das zumindest temporär euch weniger Shorts anzeigen. Einfluss sollte das tatsächlich relativ wenig auf eure Zahlen haben, denn Leute, die dieses Feature nutzen, würden ja zumindest laut YouTube auch weniger Shorts schauen. Ist erstmal einleuchtend, dann frage ich mich allerdings, warum das Ganze nur temporär gemacht wird und man die User dann, ich sag mal nach 30 oder nach 60 Tagen, das stand hier nicht dabei, wieder damit nervt, dass dann wieder Shorts im Feed angezeigt werden. Dann kann man die ja auch komplett ausstellen, oder? Das wäre zumindest meine Denkweise hier gewesen. Naja, gute Frage, weiß keiner, warum das so gemacht wurde. Ihr könnt gerne mal euren Senf dazu in die Kommentare hauen. Gut, Live-Redirects hatten ein kleines Problemchen in den letzten Wochen und zwar wurden User nicht vernünftig weitergeleitet. Ja, der Fehler scheint aber wohl gefunden worden zu sein und wurde auch zumindest laut Team YouTube behoben. Trotzdem sollten Streamer, die auf YouTube live streamen, ihre Zuschauer dafür sensibilisieren, das Autoplay-Feature auch tatsächlich anzustellen. Es gibt wohl Berichte, dass es auch ohne Autoplay funktioniert. Wenn ihr aber Autoplay aktiv habt, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Außerdem gibt es möglicherweise einen weiteren Fehler, der noch nicht behoben wurde, wo Zuschauer auf Smartphones, die zuerst Shorts geschaut haben, praktisch ein Shorts-Overlay geladen haben, aber dann trotzdem in einem horizontalen Stream drin sind. Und es ist eine ganz, ganz weirde Situation. Auf jeden Fall, wenn dieser sehr, sehr seltene Spezialfall eintritt, dann kann es auch sein, dass das Live-Redirect-Feature nicht ordentlich funktionieren könnte. In dem Fall hilft natürlich einmal App komplett schließen, App komplett wieder neu öffnen und dann sollte das auch wieder funktionieren, bis das halt letztendlich gefixt wird. Gut. Geht es weiter mit den Paid Hypes. Ne? Wir hatten ja uns schon darüber aufgeregt, dass das Hype-Feature ja eigentlich eine sinnvolle Geschichte ist und dass man hier dann 3-mal die Woche for free entsprechend einen Hype verteilen kann für Creator, die man gerne unterstützen möchte. So, dann wurde ja in einem der Blogartikel von YouTube darauf eingegangen, dass man sich vorstellen könne, in der näheren Zukunft das Ding auch als Paid Hype zu testen. Soll heißen, Zuschauer bezahlen dafür, um mehr als 3 Hypes pro Woche entsprechend zu verteilen zu können. Und wir haben zumindest jetzt eine Bestätigung bekommen, dass für diese Paid Hypes entsprechend auch eine 70-30-Beteiligung für Creator stattfinden wird. Das finde ich erstmal sehr, sehr löblich, dass hier sich YouTube nicht komplett daran bereichert, sondern dass es einfach als Transaktionseinnahme für Creator gilt. Und das wird aktuell in Brasilien und in der Türkei getestet. Und sobald das Feature natürlich in weiteren Ländern verfügbar ist, werdet ihr es natürlich hier auf dem Kanal erfahren. Bleiben wir bei den Transaktionseinnahmen, denn wir hatten schon ein paar Mal über die Superchat Goals gesprochen. Die wurden ja immer weiter zurückgeschoben, so ein sogenannter Pushback, und ist wohl gerade wieder eine experimentelle Phase mit 20 bis 30% der Gesamtnutzer gestartet. Dazu soll es dann Ende des Monats nochmal ein Update geben von Team YouTube und bis Ende des Jahres soll dann der Launch durch sein. Ob der Zeitplan dann auch tatsächlich eingehalten werden kann, bleibt natürlich abzuwarten. Aber ihr wisst es, hier seid ihr natürlich immer auf dem aktuellsten Stand. Gut. Dann gehen wir von den Transaktionseinnahmen in das YouTube Studio Mobile, denn das gibt es jetzt auch im horizontalen Modus, im Landscape-Modus heißt es im Englischen. Und das ist ganz nett, um sich Graphen anzuschauen, aber mich interessiert erstmal, wer guckt sich wirklich tiefergehend Analytics am Handy an? Also, warum? Ich meine, ja, es ist halt nett, dass man den Graphen sehen kann, aber wirklich auswerten finde ich halt auch schwierig und dann fummelt man da rum und muss irgendwie den Tag dann finden mit seinen Fettfingern. Ich weiß nicht, ja, ist nett,
aber ist jetzt halt nicht bahnbrechend, finde ich. Wenn ihr anderer Meinung seid, gerne in die Kommentare. Wenn ihr YouTube Studio Mobile im Landscape niemals benutzen werdet, auch gerne in die Kommentare. Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Lasst uns gerne mal drüber sprechen. Gut, worüber wir auch sprechen sollten, ist, dass wir jemanden bequatscht haben bei YouTube. ähm, ich muss ein bisschen lachen. Einige von euch haben von mir bereits schon eine persönliche Nachricht bekommen, denn wir sammeln gerade Themen. Themen, die bei einer Management-Präsentation auf eine Slide kommen. Also Präsentation kennt ihr ja, PowerPoint. Und eine dieser Slides können wir als Community gestalten mit Inhalten oder Funktionen, die wir uns wünschen. Und da sammle ich natürlich von allen Ecken und Enden und ihr dürft natürlich auch in den Kommentaren gerne so ein paar Sachen reinschreiben. Dann werde ich eine große Liste erstellen und dann geben wir diese Liste zur Abstimmung nochmal raus. Das heißt, wir sehen dann, welche Funktionen werden sich am meisten gewünscht, was wird sich vielleicht weniger gewünscht und werden entsprechend dann dort die Top 10 Features einreichen, die sich unsere Community, und damit meine ich natürlich auch die YouTube Gaming Community, wünschen. Finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Sollten wir alle mal machen. Und ich habe auch jetzt mindestens schon 12 Sachen hier stehen, aber die verrate ich euch noch nicht, denn ich möchte natürlich wissen, was ihr euch wünscht. So, in dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns nächsten Samstag zu weiteren YouTube-Updates. Bis dahin, macht's gut und haut rein.